Muss ich so springen, dass ich treffe? Ich kann nicht schneller, okay. Okay, hüpf. Okay. I remember when cities were planted and swords yanked in living roots from the tender gums of crystalline caves. When the dread smith bellowed his forge in volcanic violence. Andirons red raw with a new lust that gleams on sweating brows. Black pupils, the augury of eyes too long acquainted with muck. The shining eyes of a people familiar with black alluvium scooped in eddies from early spring monsoons. Ich erinnere mich, wie die ersten Städte gepflanzt wurden, wenn man das so sagen kann. Gebaut wurden. Wie die Leute mit ihren schwarzen Pupillen rausgekommen sind, weil sie die Sonne seit langem nicht gesehen haben. Und den Rest habe ich irgendwie nicht mehr so auf dem Zettel. Weil das irgendwie so klang, als wären es Dämonen, die keine Pupillen mehr haben. Naja. Die Städte sind entstanden, wir haben gebaut, geforscht, weitergebaut. Alle sind rausgekommen, alle haben sie weitergemacht, die Gegend erkundet. So wie wir jetzt hier diese schöne Höhle. Ich habe keine Ahnung, was das Leuchteding da gerade sollte. Ich konnte nicht durchspringen, also bin ich weitergegangen. Und das führt uns weiter durch diesen Weg. Ich kann eh nicht zurückgehen, weil ich schon so viele Stellen runtergerutscht bin. Der da sah gerade aus wie ein gestreckter Mittelfinger. Aber da vorne sind wieder Fackeln an der Wand. Das heißt, die Höhle ist bewohnt. Und zwar auch nicht so lange, weil so eine Fackel brennt ja höchstens ein paar Stunden. Oder hast du ein Gas? Nee, du bist einfach nur Holz anscheinend. Hätte sie einen Gasanschluss, würde ich sagen, okay, kann auch ein paar Tage brennen, bis irgendjemand auffällt, dass die Rechnung nicht bezahlt wird. Oder bis irgendwie die Gasblase, die das füllt, leer ist. Okay. Da geht es anscheinend wieder zum Tageslicht. I remember a time when calendars and lunar travailing were discerned in coiling mandalas, breathing stars born in calculations on the wake of deluge. When you gazed overlong on the bones, dipped glad hands in steaming viscera of bulls, eager at the searing ides of day. I remember the sun was with us when we fed entrails on altars of horn to thunder itself, when the grim sky required obeisance, burning sweetly to him the incense of slaughter. Und wieder kann ich die Hälfte nicht verstehen, aber es geht darum, dass sie sich daran erinnert, dass die Kalender früher aus Mandalas bestanden und irgendwie die Sterne mehr gesagt haben als irgendwelche Uhrzeiten und Datumsangaben, dass irgendwas daraus entstanden ist, dass Sonnen oder Planeten entstehen und so Zeugs. I remember the supplications of trusted mares on cut stone, slabbed in blood grooves, metallic the scent of stallions sweating, fierce the mad flaring, the pounding of pent grass to powder. Being such as we are, we took no notice of our falling. Being afraid, we ground angel bone to paste, meal and mortar for the new dispensation. I remember the wind requires etiquette, specific manners, and, do not doubt it, hygiene. Ich erinnere mich an Kriege und so weiter, also Blut, das überall gespritzt ist und Opfergaben und dass Engelsknochen zu Pasten gemacht wurden und Here, hunger matters.
when tablets of law are cut from rocks recently forbidden. It was said that they give meaning to dreams and cast out the dread of stark, gaping oblivion. I remember when springs emerged in the desert to unbind the new colt's eyes, when monks of every robe gather prone in the seedless crucible, tears burning on upturned faces, groaning in song, a resonating mantra of living prayer forms. Here, thirst matters. Ja, der Hunger war wichtig. Also Hunger hat was bedeutet. Sie erinnert sich daran, dass viele Tiere geschlachtet wurden, viele Essen zubereitet wurden, bla bla bla. Kommen mit dem Übersetzen nicht mehr hinterher. Und plötzlich war Durst wichtig. Und wir gehen jetzt einfach weiter und schauen mal, was noch kommt. Eine Höhle. Die irgendwie so aussieht, als müsste ich da oben rüber gehen. Das heißt, ich müsste da links anfangen, aber ich gehe erstmal hier unten durch. Hier sind wieder die Stalagdinger. Und ich gehe hier links rüber. In der Hoffnung, ja, da ist ein Weg hoch. In der Hoffnung, dass da ein Weg hoch ist, wir erinnern uns an all die evolutionsbestimmten Sachen. Essen, Trinken, Fortpflanzung. Dass die Dinge, die uns unser Überleben sichern, dafür sorgen, dass wir auch mehr Nachfahren haben. Und Got to open it somehow. ja, ich kenne das, dagegen laufen. Nicht? Unbreakable, okay. Wo das Seltsame ist, dass da noch ein Text liegt, den ich aber nicht sehen möchte. Ich gehe jetzt erstmal hier durch. Ich muss das ja irgendwie öffnen. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier irgendwas machen, dass dadurch das Glas kaputt geht und ich dann doch wieder da rausgehe. Und da dürfte das Genie sein. Oder das ist da drüben vielleicht der Weg von der anderen Seite. Jetzt sind hier 4 Dinger davon, oder was? So gerade ausgegangen. Okay, ich fange mit dem hier an, weil hier so eine Platte ist. That should do the trick. Ist das jetzt aufgegangen, nur weil ich auf die Platte getreten bin? Das wäre ja mal was. Aber sie hat ja gesagt, das sollte es gewesen sein. Das sollte den Trick gemacht haben. Ist dafür eine deutsche Übersetzung? Ich weiß es nicht. Das war also der Kasus Knacktus. Ich sagte Deutsch nicht, Kasus Knacktus. Ja. Prost. Jetzt ist der Weg frei. Wie eine Werbung für I remember irgendwas. when camels and flies infected the dust in septic streets. A gilded city split like cordwood to the 4 winds. Grubby cisterns of bitumen sliced in dolorous roads and broken on empty bread.
when mustard weeds wilted in the zenith, trampled under cloven hooves of shining military processionals, spectacles of bronze and terror. Armored of locust, chitinous carapace of beetle, mantids praying and praying. Okay, ich gestehe, ich habe kaum ein Wort davon in meinem Inventar. Irgendwas mit Kamelen und noch was, die irgendwas machen und am Ende weiß ich noch, dass sie beten und Opfer werden. Also Pray ist das Opfer. Die untere Position in der Nahrungsmittelkette. Und ich sehe Kristalle. Wir gehen weiter den Weg entlang. Nachdem wir durch diese Höhle durch sind, wo wir ein kleines Rätsel gelöst haben mit Zeugs. Not much left, I guess. Nicht mehr viel übrig, denke ich. Ja, da hinten blitzt es, hier ist der Berge. Man hört vielleicht die Sirenen draußen, es ist wieder weiter. Und wir gehen in die nächste Höhle. Nachdem wir eben schon so viel Spaß in der Höhle hatten. Obwohl es gut geleuchtet hat da drin. Das fand ich echt gut. So. Da hinten leuchtet was. Wir hatten schon viel This gesehen, weary viel gedacht. dirt. Lass mich doch mal reden. I remember, we came seeking balm for disobedience. With hot anvils, we beat the air itself to tongues of golden light, flames to speak the unspeakable word of silence. When the mouth of forever gaped its throat across hot dunes, contours bald of grain and variation, I remember, there is a history, certainly, all but forgotten in dusty halls, woven with contempt and plucked apart by unsteady hands, trembling in catharsis. Ja, es gab eine Geschichte, die ich vergessen habe. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was sie gesagt hat. Irgendwas Wichtiges war da drin. Irgendwie, hallo? Ja, die Geschichte geht weiter. Wir haben was geschmiedet. Ein bisschen überspitzt gesagt. Irgendwas ist passiert. Hier leuchtet es wieder bunt. Eine Halle sehr bunt. Das finde ich geil. Was dann? Ein Punkt, wo ich gleich hinspringen werde wahrscheinlich. Und ich stelle mir jetzt gerade wirklich mal die Frage, bin ich ein Roboter oder bin ich ein Mensch oder bin ich irgendein anderes Wesen? Bin ich ein Roboter mit der Erinnerung von der menschlichen Dula? Wie bei diesem mit dieser anderen Geschichte von Dick. Nee, von Träumen Maschinen von elektrischen Schafen. Ja. Wo die Menschen von einer Maschine versorgt werden, die immer produziert und die halt gemerkt hat, dass die Menschen tot sind und dann die Menschen produziert hat, die nicht wissen, dass die Menschen Maschinen sind. Egal. Eine schöne Geschichte mit einem komischen Ende. Tada! Tada! Featherfall. Federfall.
Jetzt bin ich hier unten. Ich habe mir nichts gebrochen bei diesem Fall. Was mich zu der Annahme bringt, dass ich auf jeden Fall nicht Fallschaden erleide. Menschlich bin. Vielleicht habe ich nicht mitgekriegt, dass ich langsam gefallen bin aufgrund dieser blauen Dinger, aber sei so. Und schön, dass sie Tada gesagt hat. Ohne mir eine Aufgabe gestellt zu haben, die ich lösen musste. They said a stone is history, draining its temperance from the cool shade of palms. A stone is history, and an effective bludgeoning device. I remember when the old men whispered of outlanders, "Let them have their wandering, we have our roots of mud and blood." The old men grow dim in their eyes and weep to tell of great blue marches, swaying grasses, infantries of floral abundance. Sie sagten, ein Stein wäre Geschichte. Die alten Männer sagten, hey, die Geschichte ist geschrieben, du kannst gerne forschen, aber es ist so, wie es ist. Wir gehen davon keinen Millimeter weg. Die Geschichte ist in Stein gemeißelt. So war's, so wird es bleiben. Es wird sich nichts ändern, egal was du tust, weil die Vergangenheit ist Vergangenheit. Die kann man nicht ändern, sonst wäre sie ja die Gegenwart. Oder die Zukunft. Aber da sie es nicht ist, ist sie in Stein gemeißelt und kann sich nicht verändern. Auch wenn es einige versuchen, man kann die Vergangenheit nicht ändern. Wobei die ich meine, das auch super machen, indem sie einfach alles relativieren. Egal. Ich gehe weiter durch diesen wunderbaren dunklen Gang. Hatte schon die Bestätigung, hey, wir scheinen am Ende des Weges angekommen zu sein. Ich glaube, das war noch nicht They dran. tell of silk-skinned seraphs that live on the other side of the polluted sky, cream-colored in milk and honey. They gather in cavalcades, rank upon rank in the empire of after. They tell of a time with trees, great oaks that shaded deep forests. They blame the will of the thunder and pray in the living radiance of the sun. And they wonder, who shall lay bounds before me this bright morning? Sie erzählen schöne Geschichten vom Leben nach dem Tode und bla und so weiter und alles wird besser. Es fließt Honig und Wein statt Wasser. Milch und Honig, egal. Und alles wird besser, alles wird toller. Keiner muss mehr leiden. Und ich gehe jetzt aus der Höhle raus. Luft. Bäume. Berge. Ein Pfad. Wo sind wir längst gegangen? Ich höre einen Donner. Ich sehe Kristalle, die ich vorher nicht gesehen habe. Wir sind an einem neuen Ort. Ich sehe da drüben was aus komischen Steinen, was relativ weit weg ist. Das ist ein halber Bogen. Okay, ich muss wieder auf dem Fahrzeug. Ich muss auf dem Fahrzeug dem Pfad folgen. Mir die Kristalle angucken. Alle? Schön euch zu sehen. Ich muss weiter. So.
Die 3 Stunden habe ich schon lange überwunden. Jetzt geht's in diese wunderbare kleine Stadt hier und irgendwann nochmal zum Feuer oder so. Wieder ein schönes Gebäude, ist da wieder Mohrrüben drin. Ja, aber ich komme nicht rein. Sind das die Mohrrüben vom Anfang? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich gehe jetzt weiter. Ich konnte sie vorhin nicht mitnehmen, ich nehme sie jetzt auch nicht mit.